Herzlich willkommen zurück zu Bricks Go Wild, liebe Freunde. Heute mal zu einem sehr spontanen Video, allen voran, weil Rita gerade nicht zu Hause ist. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, wir haben vor kurzem mal dieses Video gemacht, wo sie sich für 2 Minifiguren bei diesem Batman-Set ein ganzes Lego-Set gekauft hat. Das waren diese Äffchen. Und sie will jetzt auch noch die 4 anderen Minifiguren, die damals zur Wizard of Oz-Serie bei Lego erschienen sind. Und ihr fragt uns ja auch immer wieder mal, wie wir meistens bei Bricklink Figuren bestellen, und da habe ich mir gedacht, zeige ich euch heute einfach mal den Vorgang, den ich hier so anwende. Natürlich, Bricklink ist eine sehr umfangreiche, auch sehr komplizierte Webseite, bei der man wahnsinnig viel machen kann. Es gibt vielleicht auch noch bessere Varianten als die ich heute hier anwende. Schreibt gerne in die Kommentare, was man noch so machen kann oder vor allen Dingen wie man bei Bricklink schnell zu seinen Figuren kommt. Ich zeige euch einfach mal, wie ich das heute jetzt so mache, und vielleicht ist das eine Hilfe für euch. Also als erstes braucht man natürlich bei Bricklink, das erkläre ich euch jetzt nicht extra, einen Account. Den kann man sich hier anlegen und ist dann hier eingeloggt, wie zum Beispiel ich mit diesem M-Tron Astronauten, und dann suchen wir, wie bereits erwähnt, die 4 Minifiguren, die erschienen sind zum Thema Wizard of Oz, und da kommen wir jetzt gleich zu einem kleinen Problem von Bricklink, und zwar, dass die Suche jedenfalls meiner Meinung nach ein wenig unübersichtlich ist. Wenn man jetzt hier nach Wizard of Oz sucht, hat man als ersten Treffer hier dieses damals erschienene Dimension Set. Danach suchen wir jetzt aber momentan nicht, und dann haben wir noch separat hier die Wicked Witch. Das ist dann noch die Schachtel und die Verpackung. Das ist so ziemlich alles, was es hier gibt. Und dann würde ich euch am besten empfehlen, wenn ihr mit der Suche auf Bricklink nicht besonders klarkommt, dass ihr es so macht wie ich immer. Ich gehe meistens immer auf ganz einfach Google und suche dort nach, Mikrofon vor der Tastatur, dem, was ich gerne haben möchte, und dann am besten auch nach Bildern. Und wenn wir hier jetzt mal reinschauen, sehen wir schon, es gibt 4 Lego Minifiguren zum Thema Wizard of Oz, und die haben wir hier jetzt schon. Also ich klicke jetzt einfach mal auf dieses Bild hier, und dann schauen wir gleich, das ist eine eBay-Seite hier, wo wir draufkommen, und hier sehen wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Also Hintergrund ist, wir wissen die Setnummer nicht, wir wissen nicht genau, welche Figuren es davon gibt, aber hier sehen wir schon alle 4, den Löwen, den Tin Man, die Vogelscheuche und Dorothy, und wir sehen auch hier im Titel, es sind die Lego Wizard of Oz Minifiguren Set Nummer 7123. Das kopiere ich mir jetzt mal, denn das werden wir brauchen. Allen voran gibt es davon Dorothy, die Vogelscheuche, den Tin Man, also diesen Blechbüchsenmann, wie er auf Deutsch heißt, und den Lion, den Löwen. Und wir können uns hier jetzt auch gleich mal anschauen, was die denn so kosten, denn ich habe schon gelesen, dass die eher teuer sind. Ja, also ein Vierer-Set, das ist jetzt zwar hier in den Vereinigten Staaten, aber ein Vierer-Set kostet hier $110. Ich frage mich, was das so teuer ist. Wahrscheinlich Dorothy. Also Dorothy mit ihrem Hund Toto kostet $43, die Vogelscheuche 31, der Tin Man 35 und der Löwe 31. Also das ist sehr teuer. Jetzt schauen wir mal, was die Sets so bei Bricklink kosten. Das heißt, wir geben jetzt hier oben in unserer Suche einfach die Setnummer 71023 ein, und wenn wir dann hier auf das erste Ergebnis klicken, sehen wir schon, aha, diese Figuren waren irgendwann mal bei einer Minifigurenserie dabei. Das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen komplizierter, aber auch das bekommen wir hin. Das heißt, das war die Minifigurenserie zum Lego Movie 2, die Setnummer 71023, und hier seht ihr schon 1, 2, 3 und hier die liebe Dorothy, die hier bei dieser Serie dabei waren. Jetzt könnte man natürlich auch versuchen, die komplette Serie zu ergattern. Ihr seht schon hier zum Beispiel in Portugal gäbe es hier einen Verkäufer, der die ganze Serie um 60 € verkauft. Also das ist die Hälfte von dem, was dieser amerikanische eBay-Händler verlangt. Das sind also dann alle 20 Figuren. Von Portugal sowohl nach Österreich als auch nach Deutschland ist der Versand allerdings wahrscheinlich eher etwas höher. Wir suchen jetzt mal nach den Figuren, die wir gerne haben möchten.
Und da muss man nur oben hier in der Mitte, also wie gesagt, die Menüs von Bricklink sind sehr kompliziert und es gibt da sehr viel einzustellen und auszuwählen. Ich zeige euch mal, wie ich das mache. Wenn ihr einen besseren Vorschlag habt oder das gerne anders macht, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen also hier, dass die Minifiguren-Serie Lego Movie 2 insgesamt aus 20 Sets bestanden hat und das macht Sinn, weil es ja 20 verschiedene Figuren sind. Und wenn wir jetzt hier auf diese 20 Sets gehen, dann haben wir hier schon die Liste mit den verschiedenen Figuren, die bei dieser Serie dabei waren. Und wir brauchen nicht lange zu scrollen, dann sehen wir natürlich auch schon die erste Figur, unseren Löwen. Der hat bei Bricklink die Serien- oder Teilenummer COL, TLM 2 und dann 17. Wenn wir jetzt hier draufklicken, dann kommen wir zum selben Listing als das, was wir zuerst gesehen haben mit dem kompletten 20er-Set, aber dieses Mal nur für den Löwen. Wir sehen zum Beispiel, dass er 2019 erschienen ist, 10,5 Gramm hat, die Dimensionen und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt hier nur den Löwen und wir können auch hier mal schauen und da sehen wir schon den Preis, der wahrscheinlich realistisch ist. Also viele von uns fragen auch immer, woher bekommt ihr eure Preise? Natürlich, es gibt viele Experten unter euch, die wahrscheinlich noch günstigere Lego-Teile an Land ziehen können, aber Bricklink ist für uns in vielerlei Hinsicht eine gute Preisreferenz und da sehen wir schon einen Verkäufer in Deutschland. Er hat ein Stück gebraucht, das heißt, der ist schon ausgepackt, der wurde vielleicht auch schon bespielt und der kostet bei ihm 3 Euro. Dann haben wir auch natürlich, wenn wir runterscrollen, die günstigeren sind meistens die gebrauchten, aber wir hätten auch hier zum Beispiel in Dänemark einen neuen Löwen, also New Seal, das heißt, der ist noch original verpackt. Steht auch dabei, dass er noch in einer verschlossenen Tüte ist und nur identifiziert wurde durch Fühlen. Der kostet 4,84 Euro, also vom Preis her natürlich schon um einiges interessanter. Was tun wir jetzt hier am besten? Weil hier gibt es jetzt insgesamt 197 verschiedene Verkäufer, die diesen Löwen anbieten. Wir machen das jetzt mal so, und zwar gibt es hier in der Mitte eine Auswahlmöglichkeit, Add to my Wanted List. Da müsst ihr eingeloggt sein und wenn ihr hier draufklickt, dann seht ihr hier meine vergangenen Wanted List. Die sind zum Teil für Wild City, zum Teil für Freunde. Vielleicht erkennt ihr auch das ein oder andere Projekt hier wieder. Und hier werden wir den Löwen jetzt mal reingeben. Was ich dazu mache ist, damit wir nicht durcheinander kommen, ist, wir klicken hier unten auf Create New Wanted List, geben dann, ich weiß nicht, ob das bei euch noch am Bildschirm sichtbar ist, geben dann nicht so ein, sondern Wizard of Oz, W-O-Z, und klicken auf Create und dann klicken wir diese Wanted List an, dass sie markiert ist. Für Herr der Ringe fehlen mir auch noch ein paar Teile übrigens. Und dann geben wir ein Stück in dem Zustand Any, also das kann neu oder gebraucht sein, in die Wanted List, in diese Wunschliste und klicken auf Add to Wanted List. Dann ist der Löwe drinnen und wir gehen wieder einen Schritt zurück zu unserer Liste, wo wir die anderen Figuren gefunden haben. Und 2 Positionen weiter drunter ist dann auch schon unsere gute Dorothy. Und hier dasselbe, wir sehen, dass diese Figur ein wenig teurer ist. Die kostet beim günstigsten Anbieter, ich schaue immer in Europa, außerhalb Europas ist es fast, oder außerhalb der EU ist es fast sinnlos, weil dann bezahlt man jede Menge Versand und jede Menge Zoll meistens. In Portugal um 7 Euro, Dänemark 7,12 Euro für eine gebrauchte Figur. Und diese Figur gibt es nur 123 Mal auf Bricklink. Auch hier wieder dasselbe Prozedere, also das wiederholt sich. Das Einzige ist, dass hier unsere WOZ Wanted List schon erstellt wurde und einfach wieder hier auf hinzufügen. Das heißt, ich brauche hier nur mal draufklicken und das Figürchen ist in unserer Wanted List. Dann haben wir hier die Vogelscheuche, die kostet auch so in etwa 5 Euro. Ihr könnt auch übrigens, wenn ihr wollt, hier noch auf diesen Price Guide drücken und dann habt ihr hier so Statistiken und Zahlen. Da seht ihr zum Beispiel, um wie viel die Figur in den letzten 6 Monaten im Durchschnitt verkauft wurde. Und da seht ihr, da müsst ihr hier bei AVG, Average Price, in die Mitte reinschauen. Der Neuzustand war in den letzten 6 Monaten der verkauften Figuren im Schnitt 6,85 Euro und bei gebrauchten Figuren 5,20 Euro. Okay, also gebraucht 5,20 Euro und neu 6,85 Euro. Und die momentan im Verkauf befindlichen Minifiguren, da haben wir, die werden normalerweise immer teurer, wenn die mal nicht mehr am Markt sind. Da haben wir beim Durchschnittspreis jetzt neu 9,26 Euro und bei gebraucht 7,89 Euro. Also die sind leider schon ein bisschen raufgegangen. Macht nichts, wir geben auch diese Figur hier auf unsere Wanted List. Und dann fehlt uns, glaube ich, noch der Tin Man. Hoppala.
Ganz genau, der Tin Man, der kostet so im Schnitt auch so 5 Euro. Fangen die günstigsten an, wobei es natürlich schwierig ist, die allergünstigsten zu erwischen. Und da kommen wir dann auch gleich meiner Meinung nach, zu einem der Hauptthemen auf Bricklink. Es hat jetzt keinen Sinn, zum Beispiel diesen Tin Man hier aus Belgien zu kaufen und ein anderes Figürchen aus Portugal und das dritte Figürchen vielleicht irgendwo aus, keine Ahnung was, Hongkong, und dann bezahlt man 5-mal Versand, auch wenn vielleicht der Briefversand nicht so teuer ist. Das läppert sich ganz schön zusammen. Wir werden also versuchen, so wenig Verkäufer wie möglich zu verwenden, und vielleicht finden wir sogar einen österreichischen Verkäufer. Da bietet Bricklink ein ganz gutes Tool an, und wir schauen uns jetzt mal, also ich glaube, wenn ich mich nicht verdrückt habe, müssten jetzt alle unsere 4 Figuren auf der Wanted List sein. Das heißt, wenn ihr dort oben auf das Herz klickt und dann auf Wanted List, dann kommt ihr zu euren Wanted Lists, und genau, die Wizard of Oz Wunschliste hat 4 Items. Wenn wir jetzt hier draufklicken, können wir uns die nochmal in aller Ruhe anschauen. Also hier habt ihr jetzt also alle 4 eurer Figuren in dieser Wanted List drin. Da könnt ihr natürlich noch so viele reingeben, wie ihr zusätzlich wollt. Und wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen, und das ist das, was ich immer zuerst ausprobiere, wenn das funktioniert. Bricklink hat vor einiger Zeit diese sogenannte Easy Buy Funktion eingeführt. Das heißt, wenn ihr eine Wanted List habt, dann braucht ihr hier nur auf diesen Zauberstab Easy Buy draufklicken, und dann rechnet er eine Zeit lang. Bei uns hat er jetzt nicht so lange gerechnet, weil nur 4 Teile drinnen waren, oder besser gesagt 4 Figuren. Und dann sucht er automatisch im System, und das ist in vielerlei Hinsicht gar keine schlechte Idee, weil Bricklink wirklich sehr, sehr kompliziert und unübersichtlich ist. Ich kann mich erinnern, ich habe am Anfang sehr oft doppelt und dreifach Versand bezahlt, Teile auch doppelt bestellt, Teile, die ich unbedingt wollte, nicht bekommen, weil irgendwie mal im Bestellverlauf ein kleiner Fehler meinerseits passiert ist. Das heißt, wenn ihr hier auf Easy Buy draufklickt, macht das System nichts anderes, als es schaut, was ihr kaufen wollt. In unserem Fall sind das 4 einzigartige Teile, 4 Figuren natürlich, die gibt's bei Lego nur einmal, und dann schaut er, ob es irgendwo da draußen in der ganzen Welt einen Lego Store gibt, der diese 4 Figuren hat. Und wenn es mehrere gibt, dann schlägt er euch den vor, der in eurem Land ist. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel, und das ist ein großer Zufall, wir haben hier jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, alles von einem Store zu kaufen, was super ist, bei Outlaw Bricks in Kärnten, das heißt sogar in Österreich. Das ist für uns super, weil wir da wenig Versand bezahlen würden. Und der Gesamtpreis für alle 4 Figuren ist 29,71 €. Da können wir jetzt mal einfach auf Create Cart gehen, also einen Warenkorb erstellen, 29,71 € plus Shipping and Handling, also plus Versand. Und dann, ihr seht, ich habe jetzt hier auch schon mehrere oder seht ihr nicht, aber wenn ich wenn ich das aufmache, dann seht ihr, ich habe mehrere Cards schon, das ist nicht so tragisch. Wir erstellen uns nämlich manchmal mehrere Carts, also Shopping-Einkaufswegen, und bestellen dann aber nicht, weil wir die Teile wieder woanders finden. Ganz egal, wir haben jetzt hier bei Outlaw Bricks diesen Warenkorb erstellt mit allen 4 Figuren, und da können wir jetzt einfach mal vergleichen und schauen, was die Figuren denn hier bei diesem Herrn Outlaw Bricks so kosten. Wir sehen hier erstens mal, dass das Paket 41,75 Gramm schwer sein wird, und dann sehen wir hier die 4 Figuren. Wir sehen den Löwen mit 6,65 €, Dorothy mit fast 10 € und Tin Man und die Vogelscheuche auch mit 6 € irgendwas. Das ist jetzt natürlich nicht der allergünstigste Preis. Wir haben gesehen, es gäbe vielleicht die Vogelscheuche oder auch vielleicht den Löwen irgendwo mal um 5 oder um 6 € einzukaufen. Was allerdings dazu kommt bei denen ist, dass wir da immer Versand aus Deutschland oder aus anderen Ländern, Belgien, Holland, wo auch immer her, Dänemark dabei haben, und das wird sicher teurer werden, als wenn wir alles bei einem Händler kaufen. Also das ist unser Tipp, wenn die Preise nicht exorbitant sind. Schaut, dass ihr eure Sets, eure Teile, was auch immer, Figuren bei so wenig Händlern wie möglich bestellt, denn dann bezahlt ihr nur einmal Versand, darauf kommen wir gleich dann noch. Wir sehen hier noch zum Beispiel, er hat von jeder Figur sogar mehrere, also wir könnten den Löwen, wenn Rita noch 2, 3 Löwen mehr möchte, er hat hier 3 im Lager, auch Dorothy hat da 3-mal, die Vogelscheuche sogar 5-mal und den Tin Man 2-mal. Wir schauen jetzt aber zuerst noch, weil wir wissen wollen, was da versandmäßig und so auf uns zukommt, noch auf den Shop.
Da brauchen wir hier nur auf den Namen klicken und dann können wir erstens mal hier noch alle möglichen Teile anschauen. Das mache ich vielleicht später noch. Ich würde euch empfehlen, schaut auf jeden Fall hier nochmal unter den Terms. Also die Sprache auf Bricklink ist auf Englisch, ihr könnt es euch aber natürlich übersetzen. Und dann seht ihr hier zum Beispiel, das ist jetzt natürlich für uns wichtig, und auch für euch in Deutschland oder der Europäischen Union, was der liebe Outlaw Bricks hier an Versand veranschlagt. Und das sind die Paketgrößen der österreichischen Post, glaube ich. Das heißt, ein Paket mit einer Länge, die die längste und die kürzeste Seite, da muss man halt immer lesen, das ist immer anders. Die längste und die kürzeste Seite zusammen, 45 Zentimeter, kostet 3,90, also ein kleines Paket. Es wäre vielleicht bei 4 Figuren auch möglich, das Ganze mit einem Brief zu versenden um 2,70 in Österreich, und für Deutschland habt ihr hier auch die Versandbedingungen und das Porto. Also das ist bei fast jedem Bricklink-Händler hier oben unter den Terms. Dann könnt ihr noch hinunterschauen, in welche Länder dieser Bricklink-Händler verschickt. Also er verschickt natürlich nach Österreich, weil er aus Österreich kommt. Und was vielleicht auch noch interessant ist, wie man dort bezahlen kann. Und bei ihm kann man, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich schaue mal kurz ihr seht das nicht ordentlich, ich mache das mal so, dann habt ihr hier einen besseren Überblick. Also nochmal, hier sind die Versandbedingungen mit je nach Größe, das habt ihr zuerst nicht gesehen, weil es nicht im Bild war. Ihr seht auch, man kann hier direkt mit PayPal bezahlen. Es gibt auch Händler, die wollen es lieber per IBAN und Banküberweisung. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie auch euch das am liebsten ist, und da würde ich euch empfehlen, dass ihr da einfach mal schaut. Was ihr natürlich noch machen könnt, und das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wir haben jetzt hier vier Figuren im Warenkorb drinnen. Der Händler hat zusätzlich, ich mache euch das noch vielleicht ein bisschen schöner, dass ihr das sehen könnt. Er hat noch insgesamt 95 Lego-Sets im Angebot, 4.500 Teile und 226 Minifiguren. Das heißt, da könnt ihr euch einfach durchklicken, und wenn euch was gefällt, könnt ihr euch das auch anschauen. Zum Beispiel hier Aaron um 3,28 €. Keine Ahnung, ob das ein guter Deal ist. Bei den Nexonize-Figuren kennen wir uns nicht so aus, und die könnt ihr euch dann zusätzlich noch bestellen. Am Schluss geht ihr dann einfach, und da muss ich jetzt wieder hinüber, damit ihr das sehen könnt, hier rechts oben auf den Einkaufswagen, und dann wird euch nochmal gezeigt, was ihr jetzt hier so im Warenkorb drinnen habt, und dann geht einfach mal auf Proceed to Checkout, und dann stehen hier nochmal die gesamten Bedingungen, da klickt ihr auf OK, dann steht hier die Adresse, damit der liebe Outlaw Bricks auch, den wir übrigens nicht kennen, schöne Grüße, wenn du das Video mal siehst, damit er weiß, wohin die Lieferung zu schicken ist, und dann könnt ihr auswählen, wie ihr bezahlen wollt. In dem Fall geht es sowieso nur per PayPal und auch per Euro. Manche Händler bieten euch natürlich auch an, in US-Dollar zu bezahlen oder in der Landeswährung. Und dann könnt ihr hier noch einstellen, wie ihr es haben möchtet, ob es ein Paket sein soll, ein Brief. Ihr könnt auch gerne, weil hier jetzt noch keine Versandkosten dastehen, hier steht noch TBT, also to be determined. Ihr könnt auch gerne hier wahrscheinlich dem Händler eine Notiz hinterlassen, dass ihr zum Beispiel hier schreibt Briefsendung oder so etwas, dann kann er euch, oder ihr fragt lieb nach einer Briefsendung, dann kann er euch hier vielleicht die Versandkosten noch etwas anpassen. Dann klickt ihr auf Place Order, und dann wartet ihr, bis ihr eine Nachricht von ihm bekommt. Das kommt dann auch per E-Mail, und dann habt ihr die Möglichkeit zu bezahlen. Da geht ihr dann einfach wieder auf Bricklink, und dann steht schon da, bitte bezahlen Sie Bestellungnummer so und so, und dann bekommt ihr die Figuren an eure Adresse, die ihr hier eingestellt habt, geliefert. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr alles gesehen habt, weil der Bildschirm teilweise ein bisschen größer war. Man kann natürlich auch noch schauen beim Store, bei diesem Outlaw Bricks, wie da die Bewertungen so sind. Meistens schlägt zwar Bricklink immer nur vor, wenn es gute Bewertungen sind. Also er hat zum Beispiel 100% Lob bei 596 Bestellungen, also dem Händler kann man auf jeden Fall vertrauen. Bricklink und auch Lego, die ja mittlerweile dahinter sind da mittlerweile sehr streng. Die
ja, schmeißen einen da schnell raus oder sperren den Shop, wenn da was nicht in Ordnung ist. Also da würde ich euch auf jeden Fall sagen, schaut da mal rein und wenn ihr Fragen habt, sehr gerne. Es ist natürlich nicht immer so, dass das so leicht und so schnell geht wie bei uns jetzt. Das war ein Zufall. Ich habe schon geglaubt, wir müssen mehrere Stores auswählen, aber das mit dem Easy Buy ist wirklich eigentlich eine ganz gute Methode. Ihr könnt natürlich auch separat schauen, ob ein Händler in eurem Land oder vielleicht sogar in eurer Nähe, viele Händler bieten auch Abholung an, ja, dass ihr dort die Figuren oder Teile abholt. Falls ihr es zuerst nicht gesehen habt, weil glaube ich, dass der Bildschirm hier ein bisschen gezoomt war. Also man hat hier oben rechts die Möglichkeit, das Herz, das sind die Wanted Lists und rechts der Einkaufswagen, das sind die ja, Warenkörbe. Ganz einfach. Gut, ja, ich werde es für Rita mal bestellen. Sie kommt dann heim und das wird für sie ein kleines Weihnachtsgeschenk, weil sie ja ein Wizard of Oz Layout machen will, eine kleine Yellow Brick Road für unseren Vergnügungspark. Und da würden die 4 Figuren zusätzlich zu den Affen und ich glaube auch der Hexe, die beim Batmobil dabei waren, sicher total gut passen. Euch auch viel Spaß beim Teile bestellen, macht was Schönes und schöne Zeit und meldet euch, wenn ihr Fragen zu Bricklink habt. Sehr gerne. Tschüss.